Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20 und hier passiert auch nach wie vor einiges auf dem Server. Ja, die Leute pushen Level, wo man gedacht hätte, okay, haben die sich jetzt vielleicht so ein bisschen abgeschrieben, sind sie so ein bisschen in die Verdeckung gegangen, sag ich mal, aber sie sind wieder zurückgekommen. Bei Turor haben das einige gedacht, weil er halt vom Level her die letzte Zeit ein bisschen abgehängt war. Und ja, jetzt hatte Turor wieder so ein bisschen die Speerspitze angeführt hier. Aurigos war eine Zeit lang im Hintergrund ein bisschen gewesen. Ich hatte irgendwie gehört, der Ticker. Ich hatte gehört, Aurigos war irgendwie im Urlaub oder so, deswegen hat er nicht so viel Zeit gehabt. Mal gucken, jetzt hat er hier auch wieder ein paar Level gepusht gehabt so. Und ja, hier geht es auf jeden Fall ab auf dem Server. Hier sind sehr viele, sehr, sehr spannende Kämpfe, die wir dann natürlich auch noch weiterhin beobachten werden. Bis Montag, 10 Uhr morgens geht das Ganze hier noch. Und das sind wirklich bei vielen, vielen Klassen hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt, dass wir hier das Rennen wirklich dann auch live begleiten können. Um 10 Uhr morgens ist hier Feierabend und da bin ich natürlich dann live auf jeden Fall und gucken uns das Ganze hier an. Genau, ansonsten ist hier tatsächlich auch ein Rekord gefallen vor kurzem. Ja, und zwar hat der gute Turor einen Rekord aufgestellt, und zwar Jan der Hämmerer in der Kundschafterklasse. Der Rekord war vorher bei 8 Tagen von Davalon damals noch. Jetzt liegt der Rekord bei 7 Tagen für Jan der Hämmerer, und zwar halt in der Klasse des Kundschafters. Ja? Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, haben wir hier die Rekordliste. Und hier sehen wir Jack the Hammerer, ne, mit jeder Klasse, egal welcher Klasse, liegt der Rekord gerade bei 3 Tagen von Kugi. Ja, wo ich auch noch glaube, dass man eventuell das in Zukunft vielleicht sogar auch, wenn man es in 3 Tagen schafft, auch in 2 Tagen theoretisch schaffen könnte. Also ich glaube, also das ist ein heftiger Rekord. Ne? Versteht mich nicht falsch, das ist unglaublich krass, was er hier gemacht hat. So, ne? Aber ich glaube, wer es in 3 Tagen schafft, der kann es auch theoretisch in 2 schaffen. So. Ich glaube, das ist noch nicht der letzte Rekord, den wir hier gesehen haben. Und ja, es geht natürlich immer weiter. Ne? Es kommen natürlich auch immer wieder neue Sachen da hinzu. Die Leute werden ausgefuchster und überlegen sich neue Sachen und so, ne, um Rekorde aufzustellen. Aber ja, ihr seht hier, Jack the Hammerer in der Scout-Klasse bei 8 Tagen Davalon. Und das war auf W60 damals gewesen. Jetzt haben wir hier den Turor, der das Ganze hier auch in 7 Tagen jetzt geschafft hat. Ne? Also es hätte mich auch gewundert, hätte EU20 nicht einen einzigen Rekord vorgebracht, so, weil der Server wirklich so unglaublich stark ist. Jo, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall den ersten Rekord, der hier gelegt worden. Aber obwohl, nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch schon quasi mehr oder weniger den Tag 1 Rekord gebrochen. Allerdings wird Tag 1 hier nicht wirklich aufgelistet. Das ist halt eine Rekordliste, die wird halt von der Community so geführt. Von ein paar Leuten hier von Seraphim, ne, unter anderem, glaube ich, vielleicht noch ein paar andere oder hier Asu vielleicht auch noch, aber ja, das ist halt eben, ja, also jetzt nichts Offizielles so. Also schon, ne, also viele Leute wollen hier schon in diese Liste rein so, aber es ist jetzt nichts von Offizielles in dem Sinne, dass von Shakes and Fidget Seite aus irgendwie so bestätigt oder sowas ist, ne, aber durch die Community halt eben so ein bisschen aufgelistet das Ganze hier und es ist, ja, die Rekorde sind natürlich hier alle festgehalten so, ne? Aber wie gesagt, zum Beispiel Tag 1 Rekord, ne? Welches Level an Tag 1 geschafft worden ist und so, das ist hier leider nicht mit drin. Da haben wir ja jetzt halt eben gesehen, Stufe 106 ist der neue Rekord, so, ne? Und jetzt ist hier Turor mit der Kundschafterklasse halt eben als nächstes am Start, der hier das Ganze, ja, vorlegt. Ich habe mir jetzt auch mal so ein paar, ja, Leute gespeichert hier, die halt eben so potenzielle Anwärter auf jeden Fall wären, die man definitiv mal so im Auge behalten sollte. Ja, vor allen Dingen den Korgos hier, ja, die halt eben gute Chancen darauf haben, ein Bildchen zu gewinnen. Und deswegen, ja, das hatte ich mir ja mal vorgenommen, dass wir hier die ganzen Leute hier auf jeden Fall verfolgen
und das Ganze hier dann auch im Überblick haben. Ne? Allerdings tatsächlich dann mehr der Webshop, wo ich halt dran interessiert bin, der wird halt leider nur einmal pro Tag aktualisiert und das halt immer so um 1, 2 Uhr morgens irgendwann. Ich weiß nicht ganz genau, ich habe die Zeit immer noch nicht ganz rausgefunden, wann das Ganze hier aktualisiert wird, aber hier haben wir halt dann eben nochmal die einzelnen Leute nach Level dann halt eben sortiert. Und ja, hier zum Beispiel ist Tura 269. Ich weiß nicht, welches Level, ja, ist immer noch 269. Also da hat sich jetzt im Verlaufe des heutigen Tages nichts getan, so, ne? Aber es gibt halt eben auch Leute, die halt eben unter anderem auch, ja, mal so einen 40-Level-Push, ja, so hinlegen, so vor allen Dingen bei den Kriegern war das auch mitunter sehr interessant. Da hatte der Dieseldirk lange Zeit geführt gehabt. Yusu war teilweise 40 Level hinter ihm, hat dann innerhalb von einem Tag dann wirklich einen krassen Push gemacht und ist dann wieder rangekommen. Hier in der Statistik ist er jetzt 2 Level hinter ihm und hier ist er jetzt 245 und Dieseldirk ist 247. Okay, also es ist immer sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Also das ist schon ziemlich spannend zu beobachten und das halt eben bei jeder Klasse hier. Ne? Wir haben hier bei den Magiern den Frieren, der momentan einen ganz okayen Abstand auf jeden Fall hat, aber die ganzen Leute sollte man trotzdem immer nicht abschreiben, wie die hier so performt. Es kann sich immer noch von ein paar Stunden so ändern, der Unterschied. Ne? Man sieht es hier, Aurikos war jetzt auch ein bisschen abgehängt gegenüber Turor, so, der ist jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen, hat auch wieder ein paar Level gepusht, so, ne? Kasperlkoch oder Kasperlkoch ist hier auch relativ nah rangekommen, hier auch schon wieder. Ne? Also es ist wirklich interessant, gerade auch bei den Assassinen haben wir hier wirklich ein sehr, sehr enges Feld bei den Top-Spielern. Vor allen Dingen, es gibt auch so viele Leute, die so eine hohe Stufe schon haben hier. Ne? Das muss man mal so festhalten. Aber hier vor allen Dingen Lokai, Gem, Sissy, Tom Brady, Gerät, durchaus, ne, Xenon, Linda, ne, das sind hier alles Leute, die haben potenziell auch noch die Möglichkeit, wirklich die Top-Ränge hier zu erclimben. Ne? Na klar sind erstmal die Top 3 hier mit einem gewissen Abstand hier schon am Start, ne? Aber alleine auch schon, dass 3 wirklich hier sich untereinander so, ja, battlen, ist schon krass. Die einzige Klasse, wo ein bisschen Abstand ist tatsächlich hier beim Battle Mage, der Schafe, der ist hier gut dabei, sich hier wirklich das Profilbild zu sichern. 238 ist er im Moment. Mr. Mime ist halt Capso, ne? Der ist halt sowieso ausgeschlossen. M-Key haben wir dann als nächsten Anwärter denn und gerade bei den Battle Mages ist es halt relativ schwer, Dungeons zu pushen auf jeden Fall. Ne? Bei den Bearsies hier haben wir den Flüffel jetzt gerade hier auf der 1, dann Daddy Dishwasher, Neffi, Bardini, Wukombo. Ne? Also hier sind auch alle relativ nah beieinander. Aber jetzt in dem Moment gerade hier die ersten 2 mit einem kleinen Abstand. Aber wie gesagt, ein Push und es kann alles ändern. Bei den Dämonenjägern genau das gleiche. Ne, hier haben wir 2 Leute im 260er-Bereich, dann ein bisschen abgeschlagen, ein paar, die dann danach kommen, aber auch hier natürlich dann wiederum alles möglich so. Ne? Man sollte sich nicht auf den Erfolg ausruhen. So, bei den Druiden sieht es auch relativ eindeutig aus. Da haben wir Bahamas Woe, der momentan auf Platz 1 ist. Masked Man, ich glaube, der holt sich, also der geht nicht nochmal auf ein Profilbild, hat er gesagt. Genauso Halo. Also ja, da wird es dann auch schwierig für den nächsten dann, sich das Avatar zu gönnen. Und ja, hier bei den Baden ist auch nochmal sehr interessant. Hier haben wir halt den Donar Kebabson, was Jurik ist, Hachi, auch hier wirklich sehr nah dran, Herin auch immer noch nicht ganz abgeschlagen auf jeden Fall. Und ja, hier haben wir ein gutes Dreier-Battle, dann haben wir hier danach ein paar Leute, die ein bisschen weiter unten sind, aber natürlich auch nicht allzu weit weg, ne? Deswegen alles noch im machbaren Data-Leist. Haben wir hier bei den Nekromanten gerade auf Platz 1, aber Mick auch ganz nah hinten dran. Also da ist auch noch das letzte Wort nicht gesprochen. Nachdem Mr. On hier bei den Nekros ja, nicht mehr mit teilnimmt hier an dem Battle, ist Data-Leist halt eben hier jetzt momentan gerade die Nummer 1. Seelenwanderer auch sehr interessant hier bei Evil Returns, ne? Also in der Gilde von Gorgos einfach am Start. Ne? Also das ist schon auch wirklich sehr, sehr weit oben hier. Das ist schon wirklich beachtlich auf jeden Fall. Also Nekros auch interessant und bei den Paladin
Genauso. Also hier haben wir auch Himmel und Suppline, die hier wirklich sehr, sehr weit oben sind. Döner, Demon, Lara haben wir hier auch noch am Start. Können wir mal gucken. 247 gerade auch hier in dem Moment. Also da hat sich nichts getan. Suppline und Himmel. Zum Glück sind die Leute hier nicht mehr in diesen Levelbereichen, dass sich da jetzt die ganze Zeit was tut. Himmel auch wieder ein Level aufgestiegen und Donidano haben wir hier auch noch, 250, ja, mittlerweile. Und genau, Suppline wollte ich noch raussuchen, haben wir den hier noch? Ja, hier unten 259. Genau, also da auch nochmal ein Level dazu gewonnen. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ne? Bei manchen Klassen ist es interessant, da wird es wirklich sehr, sehr spannend, sehr knapp werden. Bei anderen Klassen ist das Battle schon relativ klar, aber nach wie vor ist immer noch alles drin und deswegen, ja, viel Glück auf jeden Fall an alle Leute, die hier Gas geben für das Avatar-Bild. Ich wünsche da auf jeden Fall viel Erfolg den Leuten bei und ja, wie gesagt, wir werden das Ganze live verfolgen. Nächste Woche Montag morgens um 10 Uhr, ja, mit einem guten, heißen Häffchen in der Hand. Das wird bestimmt nötig sein, um die Uhrzeit. Und ja, dann werden wir uns das dann morgens gemütlich machen und dann mal ja, entspannt zuschauen, wer hier wirklich das Rennen machen wird. Ne? Also ich freue mich da schon extrem drauf. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch am Start, um das große Grande Finale hier zu verfolgen. Und ja, das wird definitiv sehr, sehr nice werden. Alles klar, Freunde. Bis dahin, erstmal soweit war es das von mir. Ich wünsche euch alles Gute, ne? Und wir sehen uns natürlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, ja, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.